Der Mond galt ein halbes Jahrhundert vielleicht ein bisschen als abgehakt. Jetzt ist es das heißeste Ziel in der Raumfahrt. Und der Mann, der das für Deutschland vorantreibt, dass wir hinfliegen, das ist Dr. Walter Pelzer, der Chef der Deutschen Raumfahrtagentur im DLR. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auf das Gespräch. Ja, ich habe es jetzt ein bisschen lapidar gesagt. Also ich glaube, wir Raumfahrt-Nerds, wir haben den Mond nie abgeschrieben, sondern wir sind seit 69, da war ich noch nicht geboren, aber sind wir Fans und ich gucke da zu dieser Kugel hoch und ich liebe ihn und finde es unvorstellbar, dass wir da mal drauf gelaufen sind. Und dieses Jahr sind da wieder Menschen drumherum geflogen. Und ich habe mich mehrfach in dieser Woche ertappt dabei, wie ich hochgeguckt habe und dachte, was zum Teufel, da sind gerade Menschen unterwegs und die fliegen dank uns mit dahin. So, das dürfen wir ja nicht irgendwie vergessen. Das European Service Modul, was es ermöglicht hat, das wurde in Deutschland entmontiert und da hat in Deutschland einen sehr, sehr großen Anteil dran gehabt. Hand aufs Herz, waren Sie dann auch ein bisschen stolz oder haben sich gefreut, dass das so passiert ist? Also ich war nicht ein bisschen stolz, ich war riesig stolz, Ja. vor allem weil es so super funktioniert hat. Das Service-Modul hat wirklich fast perfekt funktioniert. Das ist eins der wenigen Module, bei denen mir der Chefingenieur der NASA Ahmed gesagt hat, das ist nicht etwas, wo sie sich Gedanken drum machen. Und das ist, glaube ich, ein riesiges Kompliment. Ja. Und ich habe mich Hölle gefreut. Ja. Ich habe mich nicht ein bisschen gefreut, ich habe mich riesig gefreut. Und ja, wir können da sicherlich wirklich drauf stolz sein. Okay. Es ist nicht kein langweiliger Stein, der da uns begleitet, sondern ja, wir Raumfahrtfans, wir finden ihn sowieso schon immer cool. Er ist jetzt wieder mehr in der Aufmerksamkeit. Es freut mich auch großartig, dass im Prinzip auch die Breitenwirkung dieser Raumfahrt und diese Mondexploration viel, viel größer ist als noch vor ein paar Jahren. Was macht den Mond so spannend jetzt? Warum fokussieren sich jetzt alle auf den Mond? Ja, das stimmt. Also Ende der 10er Jahre oder Mitte der 10er Jahre, würde ich mal sagen, war Mond immer noch wirklich so kalter Stein, langweilig, wir waren da, bitte nicht wieder wählen. Und dann kam der Moment, dass man Wassereis vorerst mal am Südpol entdeckt hat. Und mit Wassereis ist die Grundlage eben mit Sauerstoff und Wasserstoff für einmal eben Menschen zum Atmen, aber vor allen Dingen auch als Treibstoff entdeckt worden. Und damit beging eigentlich die Situation, dass man sich näher mit dem Mond beschäftigt hat. Auch wir haben in 2019 dann mal einen Workshop mit deutschen, ich sag mal, Wissenschaftlerinnen, Wissenschaftlern, aber auch, ich sag mal, Unternehmen gemacht, um zu gucken, okay, wer hätte denn Interesse, etwas auf dem Mond zu machen? Wo gibt es Fragestellungen, die interessant sind? Und wir waren seinerzeit in der Raumfahrtagentur total überrascht, dass eine wirklich überwältigende Mehrheit aus der gesamten Szene sagte, das ist ein so wichtiger, ich sag mal, Datenträger, der uns so viel über uns als Erde dann erzählen kann, der weit über die Frage mit dem Wassereis hinausgegangen ist, dass wir uns damals dann entschlossen haben, ja, wir werden da ganz klar starker Partner in dem damaligen Artemis-Programm. Und das war im Prinzip der Step, dahin zu gehen. Inzwischen ist neben den Thematiken, dass man wahnsinnig viel über die Erde selbst lernen kann, dass man da sozusagen die nächste Frontier hat. Wir haben den Leo entwickelt, der wird jetzt kommerzialisiert, mehr oder weniger, ob jetzt 5 Jahre früher oder später, ist eigentlich egal. Aber wir haben die Grundlage aus den Regierungen, aus dem institutionellen Bereich geschafft. Jetzt kann die Industrie den Bereich übernehmen. Jetzt ist es an uns Agenturen, die nächste Grenze, und das ist der Mond, eben vorzubereiten, damit der in, ich sag mal, 20, 30 Jahren der nächste Wirtschaftsraum wird, vorzunehmen. Und er ist ja auch, ich sag mal, ein Stepstone vom Mond nachher zum Mars aufzubrechen, wird vor dem Hintergrund der geringeren Gravitation, der fehlenden Atmosphäre so viel leichter, dass je nachdem, wie der Aufbau der Infrastruktur dort gelingt, der Weg zum Mars sicher über den Mond dann gehen würde. Also insofern, da gibt es viel zu tun, und das Schöne ist, wir sind diesmal dabei. Wir gehen gemeinsam zum Mond, und wir werden auch diesmal dort bleiben. Das ist die klare Zielsetzung des Artemis-Programms. Also es gibt viel zu tun und viel zu lernen. Mhm. Was mich jetzt direkt angesprungen hat, ist halt natürlich noch diese Idee, wir haben jetzt die ISS als dauerhaft bewohntes Labor im Orbit und haben auch viele, viele Daten für Schwerelosigkeit und Weltraummedizin sammeln können. Und dann die Idee, naja, Mars hat nicht so viel Schwerkraft wie die Erde. Das heißt, es kann sein, dass das mit unserem Körper was anderes macht.
Aber wo genau das liegt zwischen Schwerelosigkeit und Erde, wissen wir nicht genau. Und der Mond wäre dann im Prinzip mit weniger Schwerkraft als der Mars auch ein gutes Feld, um da weltraummedizinisch Daten zu sammeln und sagen, okay, wir wissen, wie es auf dem Mond ist, wir wissen, wie es in der Schwerelosigkeit ist und wir wissen, wie es auf der Erde ist. Und dass wir dann antizipieren können, vielleicht so ein bisschen, was es mit unserem Körper macht, wenn wir dann irgendwie zum Mars fliegen vielleicht. Ja, also das ist ein Element, ob man das so interpolieren kann, sei mal dahingestellt. Ich glaube, bei dem Flug zum Mars gibt es viele andere Themen. Das wird zum ersten Mal sein, wenn man sich tatsächlich auf den Mars begibt, losgelöst von den Strahlungsproblematiken, die man dort ausgesetzt sein wird, die ja immens sind und die noch längst nicht gelöst sind auch psychologische Probleme. Es wird das erste Mal sein, dass ein Mensch die Erde verlässt und die Erde nicht mehr sehen kann. Ja? Für längere Zeit nicht mehr sehen kann. Was das mit einem Menschen macht, wissen wir gar nicht. Also für die Reise zum Mars haben wir noch viel, viel, viel mehr offene Fragen als die Reise zum Mond. Und die Reise zum Mond, merkt man ja jetzt, ist nicht ganz so einfach, wie sich das gestaltet. Zumindest, wenn man das mit dem Sicherheitsgedanken von der heutigen Zeit, dass wir die Leute sicher hin und auch wieder zurückbringen wollen, dass wir dorthin fliegen wollen, um vorzubereiten, dort zu bleiben, dann ist das eben nicht ein One-Shot, sondern eine sehr, sehr technologisch anspruchsvolle Aufgabe, an der wir jetzt gemeinsam mit unseren amerikanischen Partnern, mit den Japanern, Kanadiern unter der Führung der NASA zu arbeiten. Und es wird eine riesige Sache sein, bei der wir viel, viel, viel lernen werden. Wir haben eine besondere Woche natürlich wegen ILA, aber auch in den USA, da wurde die Crew für Artemis 3 bekannt gegeben. Ich habe gestern mit Alexander Gerst darüber gesprochen, er hat sich richtig auch gefreut für Luca Parmitano, unfassbar cooler Typ und ich habe mich auch gefreut, dass bei dieser Dreier-Mission ein Europäer mit dabei ist. Das hatte ich so nicht antizipiert. Es gibt jetzt in der Breite vielleicht Leute, die ein bisschen enttäuscht waren, weil in dem letzten halben Jahr viel darüber gesprochen wird, hey, der erste Europäer, der zum Mond fliegt, das wird ein Deutscher. Ich glaube, uns beiden ist so ein bisschen klar, was das programmatische Artemis 3 ist und so weiter. Können Sie ein bisschen die Enttäuschung vielleicht verstehen von dem einen oder anderen, als die Crew von Artemis 3 announced wurde? Oder wie ordnen Sie das ein? Ja, erstmal sollen wir froh sein, dass ein Europäer dabei ist und Luca, wie gesagt, ist ein toller Typ. Der sicherlich ein Aushängeschild für die europäische Astronautenkorps. Also insofern sollten wir uns richtig freuen darüber, dass da ein Europäer dabei ist. Es ist in der Tat so, dass Deutschland gefragt wurde, ob wir daran teilnehmen wollen. Aber wie gesagt, der erste Europäer auf dem Weg zum Mond oder die erste Europäerin auf dem Weg zum Mond wird einen deutschen Pass haben. Und wenn wir jetzt bei Artemis 3 kurz nach der Ankündigung im November in Bremen auf einmal dann zwar im Artemis-Modul, also in dem Orion-Modul mit dem Service-Modul aus Europa fliegen, aber um den Mond herum. Ich glaube, das wäre sehr, sehr schwierig zu erklären gewesen. Ich habe mit vielen Leuten gesprochen und bisher habe ich sehr, sehr viel Rückenwind davon erhalten, dass die Entscheidung, dass wir sagen, nein, wir bleiben bei der Entscheidung ganz fokussiert. Unser Fokus bleibt auf dem Start Richtung Mond zu bleiben, dass das eine richtige Entscheidung wäre. Weil ich glaube, das wäre auch für die Bundesregierung, es wäre für die Ministerin, die sich so stark dafür eben auch einsetzt, dass wir in der astronautischen Raumfahrt eben einmal Astronautinnen in den Orbit bringen, aber eben auch eine Astronautin oder Astronauten zum Mond bringen. Das würde so viele Fragen aufwerfen, das würde der Leistung da nicht gerecht werden. Und ich glaube, das war die richtige Entscheidung zu sagen, Artemis 3 werden wir nicht aus Deutschland bestücken, sondern wir werden, und das Angebot war ja gemacht, wie gesagt, von der NASA, sondern wir werden auf den ersten Flug zum Mond gehen. Ich finde es cool, dass Luca da mitfliegt. Ich freue mich auch von wegen, dass das praktisch das Bekenntnis weiter ist, von wegen, okay, hey, ein deutscher Astronaut fliegt Richtung Mond, so von wegen, das ist ja eine also da hat sich was geändert. Bisher waren nur Amerikaner auf dem Mond. Jetzt ist es erstmal ein Kanadier dahin geflogen und dass jetzt ein Europäer, der dahin fliegt, ein Deutscher sein wird, das ist schon irgendwie inspirierend. Ich glaube, das wird was mit der deutschen Öffentlichkeit machen. Hoffentlich. Wir haben uns in Bremen auf der Space Tech Expo unterhalten. Die Space Tech Expo war für Sie, glaube ich, so ein bisschen Aufwärmen für die ESA-Ministerkonferenz direkt danach. Und da haben wir uns gewünscht, dass das ESA-Budget, dass da viel gezeichnet wird und dass es nach oben geht. Ich glaube, das hat dann alle Erwartungen übertroffen und auch Deutschland massiv gezeichnet. Also ein großer Punkt, dass das ESA-Budget größer war, lag daran, dass Deutschland sich krass committed hat. Da wurde auch das announced, dass ein Deutscher praktisch mit Artemis zum Mond fliegt. Ich muss sagen, ich war in Anführungszeichen
an einer Sache einen Tick enttäuscht, weil ich fest damit gerechnet hatte, dass das Thema Crewkapazitäten aus Europa mehr im Fokus stand. Und das war vom Budget her und auch von der Sache, wie es dann kommuniziert wurde, war das nicht mehr so ein großes Thema. Und ich bin jetzt mal ganz indiskret, weil mir so ein bisschen angetragen wurde, dass sich Deutschland dafür schon massiv eingesetzt hat in den Verhandlungen, aber die anderen europäischen Partner so ein bisschen gesagt haben, oh, lass lieber Commitment zur amerikanischen Raumfahrt bleiben und wir bleiben bei unseren Themen. Ist das eher Quatsch oder kann man das schon so ein bisschen sagen? Also richtig, also erstmal, die Ministerratskonferenz war ein super Erfolg. Ich bin unglaublich glücklich. Es war eine super organisierte Ministerratskonferenz. Den Partnern in Bremen danke ich ganz, ganz herzlich. Das war ein super Aushängeschild für Deutschland als Gastgeber. Den Partnern mit der ESA danke ich für die exzellente Organisation, bei der wir dann ja eben auch als Gastgeber dann mitgemacht haben. Das ist hervorragend gelaufen mit den Partnern der ESA. Ich glaube, das war vom Ablauf her schon mal eine ganz tolle Sache. Auch das muss man mal herausstellen. Wir haben 5,4 Milliarden gezeichnet. Die Bundesregierung hat sich unglaublich, ich weiß, es ist nicht so modern, mal zu loben, die Politik oder die Regierung, aber die haben sich unglaublich ins Zeug gelegt. Sie sind mit einem Budget gekommen, was um Milliarden darunter gelegen hat von der Haushaltsplanung der vorherigen Regierung, was sie, als sie die ersten Announcements oder Ankündigungen gemacht haben, so in dem Fall noch gar nicht realisieren konnten und haben innerhalb von 6 Monaten wirklich ihre Ankündigung dann auch entsprechend umgesetzt und 5,4 Milliarden gezeichnet. Das war ein Kraftakt, bei dem ich mich bei allen, die da mitgeholfen haben, ganz, ganz herzlich bedanke. Denn sie haben gezeigt, dass Deutschland innerhalb von Europa die Führung übernimmt, dass Deutschland Verantwortung übernimmt. Und das ist global angekommen, definitiv. Es ist auch schön, dass zum ersten Mal das BMVG in diesem Umfang sich beteiligt hat. Ganz gezielt an bestimmten Programmen, nicht an diesen Resilienzprogrammen, die oft von der ESA da nach vorne gebracht worden, sondern in ganz bestimmten Technologieprogrammen, wo es um Weltraumwetter geht, wo es in Orbit Servicing geht, also ganz spezielle Technologieentwicklungen, die wichtig sind, wo es um Triebwerksentwicklung geht, die für das Verteidigungsministerium interessant sind. Also eine sehr kluge, sehr gezielte Investition, die das BMVG über die Raumfahrtagentur jetzt in der ESA umsetzt. Also von daher eine ganz tolle Sache. Jetzt zu der Frage mit der Crew-Kapsel. Da gibt es eben unterschiedliche Interpretationen. Natürlich, vor allem die ESA hatte eine große Ambition, jetzt über die ersten Wettbewerb, den wir geführt haben mit dem Leo Cargo Return Service, dieses LCRS-Programm, was inzwischen Aladdin heißt, darüber hinaus den nächsten Schritt zu machen zu einer astronautischen Kapsel. Und wir haben gesagt, wir wollen diesen Wettbewerb nicht aufsplitten. Wir wollen nicht die Unternehmen, die daran teilhaben, ich sag mal, insofern aufteilen, dass wir am Ende des Tages dann auch wieder keinen Wettbewerb haben, weil der eine macht unbemannt, der eine macht oder astronautisch, der eine nicht astronautisch, sodass wir von dieser Idee des Wettbewerbs wegkamen. Das war ein Grund dafür, dass wir gesagt haben, wir brauchen jetzt erstmal Cargo-Return-Fähigkeiten, die wir in den Barter bringen können, denn da haben wir global einen Bedarf. Das ist echt etwas, wo der Bedarf größer als das Angebot ist und wir müssen natürlich auch gucken, womit wir für den Partner interessant sind. Und für uns ist es eine technologische Weiterentwicklung. Es passt also genau in unsere Strategie, zu gucken, wo sind Kernkompetenzen, die wir entwickeln müssen einerseits und andererseits Dinge, die eben auch passen, die auch unseren Partner passen und Mehrwert bringen, weswegen wir dann auch ein Partner sind, mit dem man gerne zusammenarbeitet. Der zweite Punkt war klar der Fokus der deutschen Delegation, dass wir das Service-Modul pushen. Es war ja so dieses sogenannte Skinny-Budget, was vom Weißen Haus kam, da war Ryan weg und da gab es sehr, sehr viele, die gesagt haben, naja, wir haben es sowieso ein paar Mal gebaut und es ist jetzt aus dem NASA-Budget weg, hören wir mit ESM aus. Es war also tatsächlich in verschiedenen Versionen vorgesehen, dass es überhaupt keine Budgetlinie mehr für das Service-Modul geben würde. Und da war der Fokus der deutschen Delegation drauf, weil wir den festen Glauben, nicht den Glauben, sondern die feste Überzeugung, inhaltlich begründete Überzeugung haben, dass das Service-Modul ein zentrales Element der Artemis-Architektur bleiben wird. Und ich glaube, die jetzige Situation zeigt, dass es so ist. Wir haben bis 6 ist der Auftrag gewesen.
Wir haben dafür gekämpft, dass das Service-Modul eben innerhalb der Ministerratskonferenzplanung bleibt. Ich glaube, wir werden jetzt relativ schnell sehen, dass wir über 7, 8, 9, 10 sprechen und für 7, 8 dann auch die Verträge zeichnen. Denn das Service-Modul wird auf absehbare Zeit das einzige Modul sein, mit dem amerikanische und auch andere Astronauten oder Astronautinnen sich auf den Weg zum Mond begeben können. Ich bleibe mal beim Mond und ich bleibe mal bei etwas, wo vielleicht politisch viel Musik drin ist, und zwar das Lunar Gateway. Das war jetzt im Prinzip die letzten 10 Jahre bestimmt als so das zentrale Element gedacht, ein bisschen auch als Nachfolger der ISS. Ich meine, ESM, European Service Module, ist auch aus dem ISS-Kontext gekommen. Und jetzt hat man das Gefühl, dass die Amerikaner eigentlich keine Lust mehr auf eine Raumstation haben und sich aus diesem Programm, wo schon Hardware gebaut wurde und was auch ein essentieller Teil an diesem Barter-Deal war, zurückziehen und in Europa ein bisschen die Gesichter lang sind und man sich überlegt, okay, was machen wir denn jetzt und was ist mit dem Geld, was wir da schon reingesteckt haben und was können wir mit der Hardware machen? Können Sie das einordnen? Also das ist ja jetzt, die Entwicklung ist ja relativ neu, würde ich jetzt sagen, ja. Ja, das ist eine Sache, die resultierte nicht aus der Ignition. Das war eigentlich eine Sache, dieses Ignition-Event der NASA Anfang des Jahres, März, April, war eher eine erwartete Thematik, resultierte auch ein bisschen aus dem Skinny Budget. Und da sind jetzt verschiedene Fragen gewesen. Ich versuche das mal so ein bisschen abzuschichten. Also erstmal ja, aus Sicht der Europäischen Raumfahrtagentur und der Mitgliedstaaten ist das eine klare Enttäuschung gewesen. Da sind schon signifikante Gelder investiert worden, allen voran Italien und Frankreich, die ich sag mal, größten Elemente für das Gateway dort vorgebracht haben. Und hier ist es jetzt Aufgabe unter anderem oder vor allen Dingen der Raumfahrtagentur, der ESA, sprich Josef Aschbacher, Daniel Neuenschwander, mit den Partnern der NASA zu diskutieren, okay, wie gehen wir denn jetzt damit um? Hier ist Deutschland, nicht Deutschland, hier sind vor allem Frankreich und Italien, sind die ESA-Mitgliedstaaten in eine Leistung gegangen. Hier muss man jetzt mal überlegen, wie wird das dann gewertet, dass hier Investitionen dann durchgeführt wurden. Denn es ist richtig, das Gateway wird zumindest auf absehbare Zeit nicht umgesetzt werden. Und man muss jetzt überlegen, okay, wie wird das einerseits von der NASA als Barterelement gewertet und wie wird jetzt mit der Hardware, die schon gebaut und entwickelt wurde, wie wird damit umgegangen? Das sind jetzt Dinge, über die man nachdenkt. Da spielt übrigens auch das Service-Modul mit rein, weil das Service-Modul ja auch entsprechend an das Gateway angedockt hätte. Also was kann man da eventuell im LEO-Bereich machen? Hört sich jetzt etwas einfach an, ist viel komplexer die Fragestellung, als sie auf den ersten Blick ist. Aber das sind Dinge, mit denen man sich auseinandersetzen muss. Aus deutscher Sicht ist es nicht das primäre Thema. Wir haben bereits 2019, da haben wir nicht persönlich auch sicherlich viel Kritik für einstecken müssen, haben wir gesagt, das Gateway ist aus unserer Sicht nicht das A-Element. Ich drücke es mal so rum aus. Wir haben damals schon gesagt, wir würden eigentlich direkt auf die Mondoberfläche gehen. Weniger Risiko, schneller und haben deswegen eine sehr überschaubare Investition gemacht und die strategisch genutzt, um zu sagen, wir wollen da KMU platzieren. Wir wollen mal zeigen, was die KMU leisten können und haben deswegen einen sehr überschaubaren Bereich und den auch geearmarkt mit dem Hinweis, das soll an deutsche KMU gehen, gezeichnet. Also insofern ist das für uns jetzt industriepolitisch nicht die zentral große Herausforderung, weil wir eben nicht so große Shares in dem Thema haben wie Frankreich und Italien. Als Mitgliedstaat der ESA sind wir natürlich mit dabei. Es ist auch schade, dass uns dieses große Barter-Element wegfällt. Wie gesagt, nun ist der Fokus klar auf dem ESM. Deswegen sind wir froh, dass wir uns da im Rahmen der ESA-Diskussion und der Vorbereitung der Ministerratskonferenz da durchsetzen konnten, dass das ESM so weiter besteht. Und Argonaut ist natürlich auch nochmal ein Element, was interessant ist. Und hier muss man gucken vor dem Hintergrund von Ignition. Wir sind dabei bei einer Landekapazität von ungefähr 1,5 Tonnen. Da gibt es auch Alternativen zu Argonaut. Im Schwerlastbereich werden auch Vorbereitungen da getroffen. Im Bereich so 5 bis 8 Tonnen gibt es eine Lücke. Da muss man mal schauen, ob Europa
das zum Beispiel als Element nimmt, um im Rahmen der neuen Artemis-Architektur hinzugehen und Mehrwert zu bilden und diese Lücke zum Beispiel zu schließen. Aber das sind jetzt Überlegungen, die gemacht werden im Rahmen der Vorbereitung, die jetzt nächste Woche in Paris, dann im September auf Regierungschefebene beim Summit und dann aber hoffentlich dann auch schon mit relativ klaren Entscheidungen im Dezember bei der sogenannten IMM auch getroffen werden als politische Entscheidungen, die dann 28 dann beschlossen werden, also finanziert werden. Ignition, da kommt bei mir immer, denke ich immer an Zündung von Raketen und wir sind in einem schönen Moment, dass wahrscheinlich Montagabend ESA Aerospace es wieder versuchen wird, in den Orbit zu kommen. Ich nehme das Programm immer so ein bisschen auf das Schild oder auf die Hand, weil ich etwas Erstaunliches fand, dass damals Deutschland sich explizit dafür eingesetzt hat bei der ESA, dass wir diese Startkapazitäten mit Microlaunchern aufbauen und das erstmal im europäischen Kontext nicht so gut angenommen wurde, beziehungsweise gesagt haben, wir bleiben erstmal bei dem, was wir haben und alles, was wir von unserer bestehenden Architektur wegziehen, das schwächt die bestehende Architektur. Und dementsprechend auch so ein bisschen stolz darauf, dass wir es gepusht haben, weil de facto jetzt will das, glaube ich, in Europa niemand mehr wegdenken, sondern ich glaube, es ist, glaube ich, den Leuten klar, wir haben den Bedarf zu launchen und wir brauchen zu dem unabhängigen Zugang aus Kourou oder großen Raketen auch andere Raketen, wir wollen flexibel sein. Ich habe gestern mit Generalmajor Traut gesprochen, der auch sagt, wir wollen flexible Raketen haben, wir wollen auch kleine Raketen haben, die mal schnell einen Satelliten ins All bringen können. Was sind da die aktuellen Entwicklungen und wie antizipieren Sie das, wie es weitergeht? Ja, stimmt. Angefangen hat das 2019 mit dem sogenannten CSTS-Programm. Da hat sich in dem europäischen Programm, das von der Deutschen Raumfahrtagentur geschrieben wurde, überwiegend genau Deutschland beteiligt. Also das war eben diplomatisch ausgedrückt. Also da sind die Fähigkeiten eines Politikers also auch bei dir gegeben. Also da haben wir sehr, sehr viel Gegenwind gehabt und den haben wir immer noch. Wir sollten das Fell des Bären erst verteilen, wenn er erlegt ist. Und dazu gehört meiner Meinung nach, dass wir bald einen erfolgreichen Start der Microlauncher sehen. Wir sind sehr weit gekommen, aber der Widerstand eines Monopols ist immens und dieses Monopol gibt es noch, da wir zwar die politischen Beschluss über die Sevilla-Abkommen, die finanzielle Umsetzung über das ELC 2025 in der Ministerratskonferenz haben, aber jetzt muss die Macht des Faktischen einsetzen. Jetzt müssen wir so weit kommen, dass ein Microlauncher erfolgreich in den Orbit kommt und das ist für mich ich sag mal, das wichtigste Ereignis der nächsten Wochen, auch wenn wir Vorbereitungen, PowerPoint und was weiß ich nicht, White Paper zum Thema, wie reagieren wir auf Artemis machen. Aber faktisch gesehen, was jetzt in den nächsten Wochen bei vor allem ESA und AFA passiert, ist das Wesentliche. Und ich drücke alle Daumen, die ich habe und zünde Kerze an oder freue mich riesig, wenn wir nächste Woche einen erfolgreichen Start von ESA sehen. Denn dann wird faktisch eine Alternative geschaffen, eine privat finanzierte Alternative. Und dann wird es ein Angebot geben, sowohl für die privaten Payloads als auch für die institutionellen Anbieter, um eben auszuwählen. Und wir haben eben mal über das Thema Wettbewerb, weswegen wir gesagt haben, wir wollen diesen LCAS-Wettbewerb mit dem Cargo Return, wollten wir so lassen, dass eben dieser besteht. Ich glaube, man wird dann sehen, wie beschleunigt die Innovationskraft, die Effizienzsteigerung, die Stückzahlsteigerung dann passiert. Und wir brauchen diesen Wettbewerb nicht nur, um, ich sag mal, mehr Leistung für 1 Euro Steuerzahlergeld zu bekommen. Das ist ganz wichtig. Aber in dem Moment, in dem es Wettbewerb gibt, werden wir nicht mehr in die Situation kommen, die wir hatten, als wir von Ariane 5 zu Ariane 6 gewechselt sind. Und ich sag mal, aus dieser Monopolstruktur heraus das Unternehmen einfach sagen konnte, ja, wir haben eben nicht genug Ariane 5 auf Lager gebaut, Ariane 6 ist noch nicht fertig und Europa den unabhängigen Zugang zum All verloren hat. Das muss man sich mal vorstellen. Das wird es in einer Wettbewerbssituation nicht mehr geben, denn wenn da ein Wettbewerber, ein Anbieter ausfällt, dann wird diese Lücke geschlossen durch andere. Ja? Und wenn diese Lücke erstmal durch andere geschlossen ist, dann weiß das Unternehmen, dass diese Lücke verursacht hat, dass es ein richtiger Kampf sein wird, diesen Bereich zurückzubekommen. Also wir werden
einen so viel leistungsstärkeren Bereich bekommen, der sich mit dem Zugang zum Alben beschäftigt, weswegen ich wirklich mich auf der einen Seite super freue und wie gesagt alle erdenklichen Glückwünsche und Glückswünsche Richtung ISA, aber auch RFA, weil ich glaube, da werden wir auch noch im Ende des Sommers viel sehen, was da passieren wird. Denn es wäre gut für Europa, es wäre gut für Deutschland, sowohl aus Souveränitätssicht als auch aus Effizienzgründen. Also insofern nur positive Dinge, aber es war ein langer Kampf und ich hoffe, der wird jetzt erfolgreich fortgesetzt und umgesetzt. Herr Dr. Walter Pelzer, Sie sind als Chef der Deutschen Raumfahrtagentur natürlich unfassbar präsent in den Medien als das Gesicht für die Raumfahrt. Aber was ich mich eigentlich immer gefragt habe, was war denn eigentlich Ihr Senkrechtstarter-Moment? Wann sind Sie von der Raumfahrt begeistert worden? Also das war in der Tat viel früher, als ich in die Raumfahrt gekommen bin. Ich bin ja jemand, der aus dem Automotive-Bereich gekommen, als klassischer Maschinenbauer. Das war sozusagen die letzte Verwendung. Ich war dann auch mal im öffentlichen Dienst, auch beim Innovationsministerium. Aber meine industrielle Basis ist überwiegend Automotive. Aber ich sag mal, die Begeisterung für das Thema Raumfahrt habe ich als Schüler bekommen. Ich war in einem Physik-Leistungskurs und in Aachen gab es dann einen Termin mit Foer, dem Astronauten, der leider viel zu spät verstorben ist. Eine unfassbar faszinierende Persönlichkeit. Und ich weiß heute noch die Diskussion, die wir mit ihm hatten, als es darum ging, wir alle sagten, boah, wie kann man so mutig sein, sich auf so eine Rakete zu setzen und dahin zu fliegen. Und der das dann relativiert hat und gesagt hat, wieso mutig? Ich habe das gesamte Wissen der Erde zur Verfügung, wenn wir ein Problem haben. Die hellsten Köpfe stehen uns zur Verfügung. Und dann gesagt hat, mutig waren dann so Leute, die Impfungen wie der Koch mitten in Afrika entwickelt haben, die sich dann irgendwelche Spritzen gesetzt haben, wo es kein Krankenhaus in der Nähe gab. Die waren mutig. Und dieser Wechsel der Perspektive fand ich unwahrscheinlich faszinierend. Und diese Beweglichkeit, die er da im Kopf hat. Und das Positive, das er ausgestrahlt hat, das war für mich ein ganz besonderer Mann. Ich durfte viele helle Köpfe da in CERN und sonst was damals sehen, besuchen, aber er war was Spezielles, da war was anderes. Und da habe ich gesagt, boah, Raumfahrt, das ist schon was ganz Besonderes. Und das hat mich nie losgelassen. Ich habe immer geguckt und ja, als dann die Möglichkeit kam, da was beitragen zu dürfen, habe ich dann direkt zugegriffen und das natürlich auch nicht bereut. Eine unfassbar schöne Geschichte. Herr Dr. Pelzer, vielen Dank, dass Sie sich wieder die Zeit genommen haben. Ich wünsche Ihnen eine tolle ILA. Ich glaube, man merkt, dass das hier richtig Musik drin ist und dass das Thema sehr wichtig ist. Und dann wünsche ich auch viel Freude dann hoffentlich nächste Woche dann mit dem Start von ISA. Ja, also hier ist richtig Musik drin, das kann man wohl laut sagen. Und ich hoffe, nächste Woche wird viel Musik beim Feiern gespielt, wenn wir einen Orbitalflug feiern werden des ersten privaten Microlaunchers aus Europa, aus Deutschland heraus. Ich würde mich riesig freuen. Und vielen Dank für die Fragen, vielen Dank für das Interesse, denn davon leben wir. Vielen Dank. Danke.